Marie und ich werden demnächst eng zusammenarbeiten. Ja, ich werde hier in Zukunft für das leibliche Wohl sorgen. Und ich sorge No Limits für gute Musik. Daniel hat nicht vor, mit Natascha eine Familie zu machen. Er liebt dich. Ich weiß. Aber ich habe mir meine große Liebe anders vorgestellt. Ihr beiden kriegt das schon auf die Reihe. Das glaube ich nicht. Sie waren es nicht? Wer war es dann? 3 Millionen. Sie sind doch vollkommen irre! Okay, sagen wir 2. Bleibt ja eine Familie. Aber so viel müsste Ihnen diese Information schon wert sein. Wer garantiert mir, dass Sie mir die Wahrheit sagen? Sie glauben immer noch, dass ich Ihr Liebhaber sei, nicht? Dann überzeugen Sie mich vom Gegenteil. Ich garantiere Ihnen, Caroline hasst mich. Tarnung. Herr von Anstetten. Caroline wollte mich vom Schloss werfen. Sie hat mich angeblich beim Schnüffeln erwischt. Schon vergessen? Denunziert man seinen eigenen Liebhaber? Ich bitte Sie. Sie bluffen. Caroline war schon immer eine schöne Frau. Aber ich habe mich wirklich zurückgehalten. Sie können mir viel vormachen. Leider hat schon jemand anders in diesem schönen Garten gewildert. Passen Sie auf. Ich bin der falsche Mann. Caroline hasst mich. Bedauerlicherweise. Komm schon. 2 läppische Millionchen, ne? Angenommen, es wäre wirklich so. Ich finde auch so raus, wer es war. Gut, wenn Sie unbedingt Ihre Zeit verschwenden wollen. Aber ich würde Ihnen raten, das Angebot anzunehmen. Sonst steigt vielleicht noch der Preis. Sie werden zurückkommen. Garantiert. Voila. Ist total lecker. Ich wusste gar nicht, dass Spaghetti zu deinem Repertoire gehört. Doch. Nudeln sind das andere Rezept, das er kann. Außer Spiegelei. Wisst ihr was? Kocht euch euer Essen doch selbst. Also ich finde, es schmeckt super. Stimmt's? Ach, Alexa, du könntest mal wieder den Abwasch machen. Ich habe einen super Tipp für einen Badesee bekommen. Irgendwo bei Zülpich. Sollen wir da morgen hin? Ach ja, Daniel kommt morgen aus Amsterdam zurück, stimmt's? Ja, kann sein. Was mit dir? Hast du keine Lust auf Baden? Ich denke drüber nach. Was seid ihr für Schlaffis? Und du? Willst du wieder den ganzen Tag vorm Computer hocken? Nö, ich hab schon Bock. Aber Zülpich, wie kommt man da eigentlich hin? Tom, du siehst so aus, als würde dir ein bisschen Sonne gut tun. Warum auf einmal so fürsorglich, Schwester? Ich nehme mal an, weil du ein Auto hast. Wer stört? Daniel. Ja, die ist da. Hallo? Ich kümmere mich um das Gepäck. Ja. Und dann bringe ich Ihnen noch etwas zu essen. Bitte nur eine Kleinigkeit. Gut. Wo ist meine Schwiegertochter? Christoph. Mein Junge. Sehr begeistert siehst du aber nicht aus. Na. Und? Mit deiner Scheidung von Barbara alles gut gegangen? Ja, es ist alles in Ordnung. Aber du, was ist mit dir? Du bist Lass ja... uns erst mal reingehen. Du setz dich lieber. Es ist alles noch viel schlimmer, als ich dachte. Ja, was denn? Warum rede endlich? Caroline hat mich schon wieder angelogen. Es war nicht dieser Kunststudent. Tja, mich hat's auch umgehauen. Christoph, ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Und wer... Angeblich Sebastian. Sebastian? Aber wahrscheinlich ist das auch gelogen. Er jedenfalls streitet alles ab. Na, das würde in so einer Situation jeder tun. Stimmt. Aber es kommt noch viel besser. Angeblich weiß Sebastian, mit wem Caroline eine Affäre hatte. Und für 2 Millionen will er mir den Namen sagen. Wirst du dich darauf einlassen? Natürlich nicht. Ich kriege den Namen auch aus Caroline raus. Möchten die Damen etwas essen? Oh, ich hatte schon. Und du?
Ich möchte auch nur was trinken. Was wollen wir denn? Prosecco? 2 Prosecco, bitte. Sofort. Danke. Schön, dass du mich angerufen hast. Er hat heute irgendwie keine Lust, zu Hause zu sitzen. Und deine Freundin? War sie nicht enttäuscht, dass du noch mal los bist? Nö, das ist schon okay. Guten Abend, die Damen. Oh, die Chefin höchstpersönlich. Bei lieben Gästen immer. Danke. Gut, dass du kommst. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Charlie Schneider, die Frau, die Kunst und Gastronomie in einmaliger Weise, einzigartiger Weise geradezu verbindet. Jetzt übertreibt man nicht. Diese Frau muss man kennen, wenn man in Düsseldorf dazugehören will. Tja, so ist es. Glauben Sie ihr kein Wort. Das ist Marie Ballenbach. Sie ist Inhaberin eines jungen Innenlabels und aufsteigender Stern in der Musikszene. Jetzt verstehe ich, was sie meinen. Hallo. Hast du dir eigentlich schon mal überlegt, ins PR-Business zu gehen? Ja, wenn, dann bin ich deine erste Kundin. Schönen Abend. Danke. Danke. Chin Chin. Und? Wie gefällt es dir hier in Düsseldorf? Schon viel besser, jetzt wo ich Charlie Schneider kenne. Kennst du denn viele Leute hier? Ich habe natürlich berufliche Kontakte, aber Freunde? Das heißt, ich habe Verwandtschaft hier. Und wen? Oma, Opa, Tanten? Meine Paten. Ich habe die schon ewig nicht mehr gesehen. Also hast du nicht so einen engen Kontakt zu denen? Ich muss mich da jetzt echt mal wieder blicken lassen. Zu meiner Tante hatte ich eigentlich immer ein sehr gutes Verhältnis. Ich verstehe ja, dass du die Wahrheit erfahren willst. Aber du darfst Caroline nicht zu viel zumuten. Wieso das denn? Sie nimmt doch auf mich auch keine Rücksicht. In ihrem Zustand ist Aufregung nicht gut. Denkt doch an euer Kind. Unser Kind? Ja, euer Kind. Das kann ich leider nicht mehr glauben. Die Zahl der möglichen Väter ist zu groß. Beruhige dich doch erst mal. Wo ist Caroline eigentlich? Was weiß ich. Wahrscheinlich vergnügt sie sich gerade mit dem Stallburschen. Henning, du bist doch völlig durcheinander. Denk doch daran. Sie ist bei dir geblieben, als du den Unfall hattest. Sie liebt dich. Lass die Sache doch erst mal auf sich beruhen. Ja, natürlich. Ich lege mich ganz gemütlich ins Bett und überlege mir, mit wem sie noch drin Nein, lag. du sollst dich beruhigen. Ich sehe es dir doch an, du bist doch völlig fertig mit den Nerven. Am besten, du legst dich erst mal eine Weile hin. Wahrscheinlich hast du recht. Christoph? Schön, dass du wieder da bist. Hallo Caroline, ich bin's. Ich hoffe, du hörst deine Mailbox bald ab. Du darfst, falls du nicht auf Friedenau bist, auf keinen Fall herkommen. Du darfst Henning nicht begegnen. Ruf mich bitte an. Bis später. Jonas, vom Schwimmen soll man nicht so viel essen. Ich glaube, ich bleib doch lieber hier. Och nee, komm. Ich habe ziemlich viel für die Uni zu tun, okay? Okay, dann lern mal schön. Also los. Hast du deine Badeente dabei? Logo. Tschüss. Ciao. 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 Was hat Daniel denn gestern Abend am Telefon gesagt? Nichts Besonderes. Der wie und wann kommt er? Heute Abend. Ja, freust du dich nicht? Wieso sollte ich? Wenn er wieder hier ist, dann streiten wir uns nur. Und dann ist doch irgendwann mal Schluss. Oh, hallo Christoph. Hallo Caroline. Henning ist wirklich nicht hier? Nein, ich hab's dir doch am Telefon gesagt. Komm. Okay. Henning ist kurz vorm Durchdrehen. Was ist das für eine Geschichte? Du hattest eine Affäre mit Sebastian. Henning ist dazugekommen, als ich Sebastian das Geld gegeben habe. Ja und? Da hat er sich eine Affäre zusammengereimt. Sebastian und du, das ist völlig absurd. Natürlich, aber was hätte ich denn sagen sollen? Nein, es war nicht Sebastian, sondern dein Vater. Die Sache ist völlig außer Kontrolle geraten. Wir müssen jetzt ganz vorsichtig sein. Ja, bitte. Herr von Anstetten, Besuch für Sie.
Hallo, Onkel Christoph. Erkennst du mich nicht mehr? Marie? Ja, das ist ja eine Überraschung. Na, wo warst du denn die ganze Nacht? Ich habe in einem anderen Zimmer geschlafen. Eine Hektik am frühen Morgen. Musst du ausgerechnet jetzt aufräumen? Aufräumen? Das ist gut, das trifft die Sache ziemlich genau. Was machst du denn da mit meinen Sachen? Ich packe sie ein, das siehst du doch. Du musst sofort weg. Wieso das denn? Frag doch nicht noch so dumm. Was glaubst du, hat Henning jetzt mit dir vor? Hm? Isabel. Der macht dich doch bestimmt fertig. Oder glaubst du, er gibt dir noch eine Fürstensuite? Isabel, pack das wieder aus, ja? Ich werde nicht gehen. Also, du bist ja verrückt. Du musst sofort verschwinden, bevor die Henning vielleicht noch was antut. Mal langsam. Warum sollte er mir etwas antun? Hm? Weil er denkt, dass du mit Aber Caroline das Missverständnis ist längst geklärt. Ich habe ihm gesagt, dass er sich irrt. Und dass ich sein liebes Frauchen nie angefasst habe. Nicht mal im Traum. Hast du ihm verraten? Aber nein. Wie könnte ich so taktlos sein? Es muss mindestens 10 Jahre her sein, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Entschuldigt bitte, dass ich unterbreche. Ich bin im Atelier. Es freut mich sehr, Sie kennengelernt zu haben. Mich auch. Und dass Henning jetzt Vater wird. Ich weiß noch, wie wir zusammen im Sandkasten gespielt haben. Also dann, Wiedersehen. Wiedersehen. Echt nett, Hennings Frau. Wo steckt er eigentlich? Ist er immer noch bei Ava? Avatex, ja. Wie immer schwer beschäftigt. Na, von wem er das wohl hat? Du stellst mir Gedanken ja auch mehr bei der Arbeit. Na, ich störe dich jetzt nicht weiter. Ich fahre jetzt mal zu Clarissa. Ja und? Soll ich sie denn nicht von dir grüßen? Nein. Wie gesagt, nach allem, was hier vorgefallen ist, hat sie Friedenau verlassen. Ja, aber mich wundert, dass ihr so überhaupt gar keinen Kontakt mehr zueinander habt. Ich bin ganz froh darüber. Entschuldige, dass ich so ungastlich bin, aber wie gesagt, ich komme direkt aus Singapur zurück. Schon gut. Ich habe dich auch einfach so überfallen. Wir sehen uns ja bald wieder, jetzt wo du in Düsseldorf bist. Klar. Ja dann, danke für die Adresse. Und wenn du wieder herkommen willst, bist jederzeit herzlich willkommen. Danke. Und grüß mir Henning. Mach ich. Er hätte wenigstens was Nettes sagen können, aber nein, er gibt lediglich seine Ankunftszeit durch. Der ist doch genauso durch wie du. Ach, ich bin nicht da. Ich schau mal, wer es ist, okay? Hallo Jonas. Hallo. Dürfen wir reinkommen? Na ja, klar, wieso nicht? Gabriella. Na, hallo ihr beiden. Hallo? Daniel schon zurück? Kommt erst heute Abend. Ja, wir wollten dich eigentlich zum Einweihungsessen einladen. Ich glaube, das verschieben wir besser. Was? Ja. Wenn du trotzdem vorbeikommen willst, einfach so. Kühlschrank plündern. Ein bisschen quatschen. Pasta auftauen. Hallo. Marie, ja, was machst du denn hier? Das ist eine Überraschung. Wie du aussiehst, einfach toll. Seit wann bist du denn in der Stadt? Warum hast du dich denn nicht gemeldet? Ich hatte einfach noch keine Zeit dazu, Tante Clarissa. Oh, lass die Tante weg. Ja, sowas, das ist wirklich eine Überraschung. Komm, setz dich doch. Möchtest du einen Saft? Gerade frisch gepresst, gern. Wie kommst du denn nach Düsseldorf? Bist du auf der Durchreise? Nein, ich wohne jetzt hier. So? Na, das ist ja großartig. Ja, und was machst du in Düsseldorf, dass ich das überhaupt fragen muss? Ich weiß ja überhaupt nichts mehr von dir. Also mit meinem Studium in New York bin ich inzwischen fertig. Aber das habe ich dir ja geschrieben, brav, wie es sich gehört. Unsinn, du bist mir doch keine Rechenschaft schuldig. Also ich finde, wenn du mir mein Studium schon finanzierst, dann solltest du auch auf dem Laufenden sein. Ja, und nachdem ich einen guten Abschluss hingelegt habe, habe ich mir gedacht, ich mache das, worauf ich am meisten Lust habe. Ich bin ins Musikgeschäft eingestiegen. Ach, sag bloß, du spielst immer noch Schlagzeug. Ich habe mich selbstständig gemacht. Mit einem eigenen kleinen Label, Basic Beat Music.
Wusste ich's doch. Ich habe mich nicht in dir getäuscht. Du wirst es schaffen, auch ohne deine Stiefmutter. Hast du denn noch Kontakt zu ihr? Zum Glück. Und wie geht's deinem Vater? Wir telefonieren ab und zu. Aber mit meinem Bruder Felix verstehe ich mich gut. Er hat mich ein paar Mal in New York besucht. Was, der Kleine? So klein ist er nicht mehr. Wie die Zeit vergeht. Wie war's denn so in New York? Wie meinst du das? Am College oder? Ich will alles wissen. Männer sind wohl immer noch deine zweite Leidenschaft. Wieso nur die zweite? Also schön. Wo fange ich an? War eine echt gute Idee, mal rauszugehen. Ja, man kann ja nicht immer nur drinnen hocken. Ich fand's total süß von Arno, wie er mir seine Hilfe angeboten hat. Er ist echt wie ein Vater zu dir. Und mit seiner Pasta gibt er ein bisschen an. Du hast sie ja noch nicht mal probiert. Ne, weil ich selber kochen kann. Naja, so gut wie Arno kriegst du die Pasta nicht hin. Und Daniel, ja, der auch nicht. Hast du Bock auf Schokolade? Hä? Was? Naja, denk an die Glückshormone. Kriegst du bessere Laune. Ach, Jonas. Komm, irgendwas müssen wir doch tun. Ja, es tut mir ja auch leid, aber ich werde die Sache mit Natascha und dem Kind einfach nicht los. Soll ich vielleicht einen Kopfstand machen? Ich glaube, das nützt auch nichts. Misstraust du meinen akrobatischen Künsten? Jonas, du kannst doch nicht mal einen Handstand, oder? Wart mal ab. Das ist nämlich eine meiner Spezialitäten. Ja. Vorsicht, geh in Deckung. Und? Also, wenn das ein Handstand war, ich weiß nicht. Aber es hat funktioniert. Naja, Nicht der Handstand. Du lachst wieder. lass uns mal zur Musik gehen. Okay. Ich werde noch wahnsinnig. Warum hat Sebastian mich verraten? Wir haben ihm 1 Million hingeblättert. Ich verstehe ihn auch nicht. Er will noch nicht mal weg. Was? Ja, er meint, es sei alles geklärt. Er hat Henning gesagt, dass nicht er dein Liebhaber ist und damit basta. Der spinnt ja. Henning wird sich nie und nimmer damit zufrieden geben. Ich weiß. Das musst du mir nicht sagen. Isabel, Sebastian muss weg. Wenn Henning ihm glaubt, dann wird er wissen wollen, wer es wirklich war. Oh mein Gott. Was machen wir denn jetzt? Du musst ihn überzeugen. Das hab ich doch versucht. Er hört einfach nicht auf mich. Isabel, bitte. Schön, dich zu sehen. Isabel, lass uns bitte allein. Henning, bitte, lass uns das ganz ruhig. Gleich. Bitte. Und jetzt zu dir. Hey, die sind gut. Du magst die Musik? Ja klar, erinnert mich immer an zu Hause. Weißt du was? Lass uns doch einfach tanzen. Oh, nee, du. Das ist nicht so mein Ding. Ach komm, jetzt hab dich nicht so. Nee. Jonas. Ich schau lieber zu, okay? Okay. Aber mit Christoph und dir, da ist wohl alles zu spät, oder? Er hat versucht, mich gesellschaftlich zu ruinieren. Das war sehr bitter für mich. Ja, aber warum hat er das gemacht? Nun, vielleicht habe ich ja auch den einen oder anderen Fehler begangen. Er hat mir sogar meinen Titel genommen. Ich bin keine Gräfin mehr. Ich weiß, dass du auch kein Engel bist, aber dass Christoph sich so verhält, das hätte ich nicht gedacht. Ja, ich habe mich schwer in ihm getäuscht. Du hast doch diesen albernen Adelstitel gar nicht nötig. Wer war denn noch alles auf Friedenau? Henning? Nur Christoph und Hennings Frau. Wie heißt die doch gleich? Caroline. Ach ja, stimmt. Komischer Gedanke, dass Henning jetzt Vater wird. Das ist noch nicht raus. Ja, aber Caroline ist doch schwanger. Fragt sich nur von wem. Henning, hör auf. Erst wenn ich endlich die Wahrheit kenne. Wer war's? Ich hab dir alles gesagt. Gelogen hast du sonst gar nichts.
Wo habt ihr euch immer getroffen? Im Hotel? Nein, das heißt, ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Du musst doch wissen, mit wem du wann wo geschlafen hast. Oder waren es so viele? Oh, Henning, hör auf! Wer war's? Ich will es endlich wissen. Du machst mich wahnsinnig. Wer war's? Ich finde es raus. Hey, das ist ja richtig schön geworden hier. Ja, richtig gemütlich. Hallo, ihr beiden. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Na, alles klar? Ja, danke. Auf jeden Fall geht's mir besser als heute früh. Tut mir leid, dass ich so schlecht drauf war. Du musst dich doch nicht entschuldigen, wenn es dir nicht gut geht. Ist ja wirklich nicht so leicht für dich. Natascha Daniel, die unendliche Geschichte. Möchtet ihr einen Kaffee? Oh ja, das ist eine gute Idee. Danke. Dabei. Der neueste Modeschmuck. Au! Oh, nein. Wir waren vorhin im Park. Turnen und Tanzen. Ja, das ist so eine Art Beschäftigungstherapie für Traurige gewesen. Seine Idee. Aha. Die Therapie scheint gewirkt zu haben. Na, also ich finde sie sehr sympathisch, diese Marie. Und offenbar ist sie auch eine erfolgreiche Geschäftsfrau, ja? Ja, wenn sie dann mal kommt. Da ist sie schon. Hallo. Hallo. Hi. Entschuldigt bitte, ich bin hängen geblieben. Das macht doch nichts. Und wie war's bei deinen Paten? Sehr nett. Was hat deine Tante denn gesagt, dass du nach so vielen Jahren plötzlich vor der Tür stehst? Ist sie nicht in Ohnmacht gefallen? Sie hat sich wahnsinnig gefreut. Und dich stundenlang verhört bei Konfekt und Eis. Meine Patentante ist da anders. Wir hatten uns so viel zu erzählen. Naja, und nach so vielen Jahren hat sich ja auch einiges angesammelt. Hat sie dich denn überhaupt wiedererkannt? Ich schicke ihr ab und zu ein Foto. Nein, mal im Ernst. Ich mag sie sehr. Sie hat mir geholfen, als ich in Schwierigkeiten war. Dazu sind Patentanten schließlich auch da. Sie hat mir mein Studium in den USA finanziert. Wow. Oh, naja, so eine großzügige Patentante ist allerdings Glückssache. Sie ist in der Mode- und Textilbranche tätig. Und sie interessiert sich für Kunst im weitesten Sinne. Dann könnten wir diese Tante doch mal hier ins Bistro zu einer Vernissage einladen. Kontakte können nie schaden. Warum nicht? Ich habe hier irgendwo ihre Adresse. Sie heißt Clarissa von Anstetten. Was ist? Und? Sind wir auf dem Weg zur Bank? Oder haben Sie auch so herausgefunden, wer mit Ihrer Frau? Nein, ich bin gerade dabei. Oh. Hey, wer war's? Wenn Sie zahlen, kriegen Sie den Namen. 2 Millionen? Ich bin doch nicht bescheuert. Tja, dann eben nicht. Sag mir endlich, wer es war. Jetzt ist gut, ja? Zahlen Sie und Sie kriegen den Namen. Oder wollen Sie einen Bastard großziehen? Mach's Maul auf, hey, miese Ratte! Hey, wer war's? Hey, wer war's? Wer? Welcher Christoph?